Hallo ihr Lieben, ich war heute draußen in der Natur, es blüht ja alles schon wunderbar und die ersten Kräuter sprießen. Ich habe mir ein paar Unkräuter mitgebracht, die ich heute drucken will mit meiner Jelly Plate und ich drucke auf Papier, klar, und heute geht es hauptsächlich um diesen Mehrfach-Negativdruck, das heißt, ich drucke die negativen Formen übereinander in verschiedenen Farben und erhalte dann so etwas. Das ist doch schon mal ganz toll, oder? Also seid gespannt, jetzt geht's los. Zunächst einmal zeige ich euch, was ich brauche. Natürlich die Platte, die habe ich hier auf eine Kunststoffunterlage gelegt, damit sie nicht rutscht. Dann habe ich verschiedene Blautöne und ein Ockergelb, natürlich Acrylfarbe. Vielleicht brauche ich auch noch einen Acrylbinder, mal sehen. Dann zum Abnehmen überschüssiger Farbe einfaches Butterbrotpapier. Das könnt ihr euch zurechtlegen, das braucht ihr gleich. Dann natürlich die Walze, etwas Seifenwasser und einen Lappen. Mit dem macht man die Platte zwischendurch sauber. Und wir starten schon mit einem Ockergelb. Ich möchte heute von hell nach dunkel arbeiten. Man kann es auch anders machen, aber das ist jetzt für mich erstmal angesagt. Das Ocker ist heute meine hellste Farbe. Auf dieser Fläche arrangiere ich jetzt meine Kräuter und dann nehme ich mein Papier, das ist ein etwas kräftigeres Zeichenpapier, das nicht so schnell aufweicht, und das presse ich oben drauf, um diese negativen Formen zu bekommen. Und ihr seht hier, ich muss auch wirklich das Papier so ein bisschen anmodellieren. Es ist bei diesem dickeren Papier etwas schwieriger, aber es wird funktionieren. Dieses Papier ist etwa 80 Gramm pro Quadratmeter schwer. Oben links markiere ich mir die linke Ecke, damit ich das Papier beim späteren Auflegen wieder an die gleiche Stelle bringe. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass mein Kopf hier immer im Weg ist. Meine Kamera war nicht so optimal ausgerichtet, aber ich hoffe, die wichtigen Dinge bekommt ihr trotzdem mit. Das ist also mein erster Negativdruck und da sollen jetzt weitere in anderen Farben darüber gedruckt werden. Hier bleibt jetzt die feine Zeichnung der Kräuter übrig und die nehme ich jetzt einfach mal mit einem Butterbrotpapier ab. Diese bedruckten Papiere mit Restfarbe nehme ich sehr gerne auch als Collagepapier. So sieht das dann aus. Da werden jetzt gleich noch andere Farben dazukommen und dann kann man das Papier später als Collage verwenden. Hier geht es aber weiter. Jetzt kommt der zweite Negativdruck. Gleiches Prinzip, andere Farbe, ein zartes Metallic Grün. Und ich lege das gleiche Papier, das konntet ihr hier nicht sehen, wieder darauf. Und so habe ich schon zwei Negativdrucke übereinander gelegt. Jetzt wird es schon etwas räumlicher, etwas spannender.
Wieder kommt die Restfarbe auf das Butterbrotpapier. Und schon geht es weiter mit der dritten Farbe, das ist ein helles Blau. So, das gleiche Papier wieder an die gleiche Stelle. Diesmal eine neue Farbe. Okay, jetzt ist es noch nicht ganz so spektakulär, aber ich gehe von hell nach dunkel, also darf ich jetzt auch noch was Dunkleres drüber drucken. Wieder kommt die Restfarbe auf das Butterbrotpapier. Nun also die vierte Farbe, ein dunkles Blau und nochmal neu arrangierte Kräuter. Hier lege ich etwas mehr Kräuter auf, weil ich möchte, dass von den ersten 3 Farben möglichst viel sichtbar bleibt. Das heißt, ich muss jetzt ganz viel von der dunkelblauen Farbe mit den Blättern und Kräutern abdecken, um die darunterliegenden zum Vorschein kommen zu lassen. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Ja, das ist ganz genau nach meinem Geschmack. Das ist schon ganz gut geworden. Ich bin zufrieden. Mal sehen, was noch auf der Platte bleibt, wenn ich die Kräuter abnehme. Das sieht doch ganz gut aus. Ich denke, da nehme ich jetzt mal ein neues Butterbrotpapier, denn auch das kann man später als Bild verwenden. Ja, hier sieht man die schöne Zeichnung der Kräuter. Das muss erstmal trocknen. Mit dieser gelben Schicht möchte ich jetzt nun mein Butterbrotpapier von der Rückseite bedrucken. Schaut mal, das lege ich jetzt einfach so herum auf und dann scheint das Gelb später so ganz diffus durch das Papier hindurch. Das sieht man besonders gut, wenn man ein helles Blatt darunter legt. Man kann das später auch darauf kleben. So, die Platte mache ich jetzt sauber und dann starte ich im Schnelldurchlauf für euch noch ein zweites Bild. Gleiches Prinzip, nur andere Kräuter, andere Positionen, etwas andere Farbe. Also ich lasse die dunkle Farbe weg und schaut mal einfach, was da herauskommt. Das gefällt mir auch schon mit nur 3 Farben gut. Mal sehen, wie die beiden zusammen aussehen. Ja, die kann man doch super zusammenhängen, oder? Was meint ihr? Wer mag, könnte jetzt die
einzelnen Sachen auch noch ein bisschen ausarbeiten mit Buntstiften oder mit Acrylfarben. Alles möglich. Für mich soll es das heute gewesen sein. Ich bin zufrieden mit meinen beiden Negativdrucken und diese verschiedenen Papiere, die jetzt zusätzlich als Bonus sozusagen entstanden sind, werde ich bestimmt auch noch verwerten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vor allen Dingen hoffe ich, dass es gut erklärt war und ihr alles auch gut nachmachen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.